Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal oder wenn du neu bist, willkommen. Heute möchte ich euch meine Geschichte vom Auswandern erzählen. Ich bin vor 10 Jahren aus Deutschland ausgewandert. Ich bin damals nach England. Ich wollte euch einfach nur mal ein bisschen erzählen, wie das alles so zustande gekommen ist. Ich versuche das jetzt so flüssig wie möglich zu halten, weil das ist jetzt, glaube ich, das 10. Mal, dass ich versuche, das zu filmen. Wenn dir diese Videos gefallen, gib mir ein Like und abonniere mich. Ich werde euch das jetzt einfach als Geschichte erzählen. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt in Baden-Württemberg und wir haben eine große Firma, die hat halt sehr viele Leute damals eingestellt und ich habe dann über eine Zeitarbeitsfirma dort gearbeitet. Ich habe auch nebenher gekellnert, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich einen Tapetenwechsel gebraucht habe und immer wegziehen wollte. Meine ersten Gedanken waren immer, innerhalb Deutschlands umzuziehen, weil ich hatte nie gedacht, ins Ausland zu gehen. Ich war wirklich nicht glücklich in Deutschland, weil ich aus einer kleinen Stadt komme. Hatte ich immer so das Gefühl, ich lebe in so einer Blase und ich wollte immer wissen, was es noch in der Welt gibt. So, mein Kumpel hat dann gemeint, oh, warum gehst du denn nicht ins Ausland? Ich so, ja, warum nicht? Warum gehe ich nicht ins Ausland? Für mich war es einfach zu entscheiden, wo ich hingehen wollte, weil ich wollte unbedingt Englisch lernen und ich wollte raus aus meinem Produktionsjob. Ich habe mich versucht, überall zu bewerben, aber jeder hat als Zweitsprache Englisch verlangt. Also zumindest die Arbeiten, auf die ich mich beworben habe, die haben alle Englisch als Zweitsprache verlangt und das war sehr hilfreich, weil es mich in der Entscheidung bestärkt hat, dass ich in ein englischsprachiges Land ziehen wollte. Ich habe mich entschieden, nach London zu ziehen. Ich wollte eigentlich versuchen, nach Amerika zu ziehen, aber weil mich nicht so wirklich ausgekannt mit dem Visum und so habe ich mich entschieden, nach England zu ziehen, weil in England konnte ich einfach nur mit meinem Ausweis hinziehen, Arbeit finden und Gutes. Innerhalb ein paar Monate habe ich alles zusammengepackt und mein Auto verkauft, meine Wohnung abgegeben, meiner Mutter das erzählt. Meine Mutter war nicht so happy, dass ich nach England ausziehen wollte und meine Freunde und meine Familie waren so, what? Du ziehst nach England, du bist so ein Nesthäkchen. Ich dachte immer, du wirst immer in Deutschland bleiben. Yep. Ich habe da sehr viele Leute überrascht mit meiner Entscheidung, nach England zu ziehen. Im September 2010 bin ich mit einem Kumpel dann nach England für eine Woche in Urlaub dorthin gefahren, um zu gucken, wie es dort so ist, ob ich irgendwelche Arbeit finden kann. Hab mir halt alles angeguckt, aber ich muss sagen, wenn ihr dahin zieht, könnt ihr das nicht mit Urlaub vergleichen. Wenn ihr dort Urlaub macht, dann habt ihr wahrscheinlich ein Hotel nähe des Stadtzentrums und ihr lauft überall hin und ihr versucht die Tube und ihr versucht das und ihr esst mehr und ihr gebt ein bisschen mehr Geld aus, aber natürlich ist das anders, wenn man dort lebt, weil wenn du dort lebst, dann musst du arbeiten gehen. Es ist so ein ganz normaler Alltag, den du auch in Deutschland hast. Also, oder Urlaub machen in einem Land ist halt sehr anders. So, und dann bin ich Ende November bin ich dann endlich nach England gezogen. Ich hatte mir ein Einwegsticket gekauft. Das war sehr seltsam, wenn du ein Einwegsticket buchst. Ich mag ja nicht fliegen, das ist das Schlimmste für mich, aber wenn du deinem Traum folgen willst, dann machst du das. So, Wohnung finden in England ist nicht so schwer. Du musst dich aber darauf einstellen, dass du, wenn du deine eigene Wohnung und alles hast in Deutschland, dass du dort wahrscheinlich eine gewisse Zeit mit anderen Leuten leben musst. Kommt immer darauf an, wie viel Startkapital du hast und wo du wohnen willst. Natürlich, wenn du außerhalb London wohnst, kannst du selber wohnen, aber dann wirst du halt sehr viel dafür bezahlen, um in die Stadt zu fahren, wo deine Arbeit ist. Oder du lebst halt näher im Zentrum und zahlst halt mehr für die Wohnung, aber dafür weniger für den Arbeitsweg. Ich hatte damals ein bisschen Glück. Meine Tante, ihrer Freundin, lebte schon damals in London. Meine Tante hat sie angeschrieben, hat gemeint, ob ich ein paar Tage bei denen übernachten kann, bis ich meine eigene Wohnung finde. Die Frau hat dann damals gesagt, ja. Und als ich angekommen bin, war es sehr interessant, weil die Frau hat gemeint, gerade vor einer Woche ist unsere Mitbewohnerin ausgezogen. Magst du dir das Zimmer angucken und vielleicht nimmst du das Zimmer? Und dann habe ich mir das halt angeguckt und habe gesagt, ja klar, nehme ich das Zimmer. Und das hat damals 100 Pfund in der Woche gekostet und das war sehr günstig mit allen Rechnungen, Internet und allem drum und dran. Natürlich musst du immer noch für Essen auskommen und so weiter und so fort.
Und ich bin dort angekommen an einem Sonntag und an einem Montag bin ich direkt losgezogen und bin zu einem deutschen Pub, der heißt Zeitgeist. Ja, weil es halt ein deutscher Pub ist, bin ich halt dahin und habe gesagt, ich suche Arbeit. Und die haben mich dann auch am selben Tag eingestellt. Ich bin gelernte Kauffrau im Einzelhandel und ich wollte einen Einzelhandelsjob in England. Aber weil meine Englischkenntnisse sehr, sehr schlecht waren, wollte mich halt keiner einstellen, was auch verständlich ist. Ich meine, im Einzelhandel musst du ja viel sprechen und im Einzelhandel musst du ja kommunizieren. So, und dann habe ich halt dort in dem Pub für 5 bis 6 Monate gearbeitet. Ich habe sehr viele Freunde gemacht über eine Webseite, die heißt Deutsche in London. Ich habe sehr viele Deutsche kennengelernt, aber nach 3 Monaten habe ich festgestellt, dass mein Englisch nicht besser wird, weil ich habe mit dieser Frau gewohnt, mit dieser Freundin von meiner Tante gewohnt, die Russisch spricht und habe sehr viele deutsche Freunde gehabt, habe in einem deutschen Pub gearbeitet. Also mein Englisch hat sich halt absolut nicht verbessert und weil mein Ziel war ja, dass ich einfach nur ein Jahr in England bleiben wollte und mein Englisch aufzubessern und zurückkommen wollte, habe ich gedacht, scheiße, es sind 3 Monate, ich habe kein Wort Englisch gelernt, ich muss was machen. Und dann habe ich angefangen, neue Arbeit zu suchen und mich hat dann auch einer angeschrieben über diese Seite Deutsche in London. Er hat für eine Webseite gearbeitet und die haben halt deutschsprachige Leute gesucht. Aber das Gute an der Website war, dass die haben nicht nur deutschsprachige Leute gesucht, die haben Franzosen gesucht und Portugieser und Italiener und Schweden und Norwegier. Die haben jede mögliche Sprache gesucht. Das heißt, fast alle, die dort gearbeitet haben, waren auf demselben Englisch-Level wie ich oder ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Und wir haben uns halt alle gegenseitig Englisch gelehrt. Ich habe mich immer noch mit meinen deutschen Freunden getroffen, aber ich habe das sehr zurückgefahren, weil ich unbedingt Englisch lernen wollte. Durch diese Firma habe ich sehr viele Freunde gemacht. Ich hatte einen Freund damals, er war Schwede und natürlich, ich spreche kein Schwedisch, er spricht kein Deutsch. Wir mussten uns auf Englisch kommunizieren und seine Freunde sind dann meine Freunde geworden, die dann überwiegend aus Dänemark kamen oder Südafrika und so bin ich in das Englischsprechen gekommen. Was sehr interessant ist, als ich damals England verlassen habe, ich habe mich nochmal mit all meinen Freunden ein letztes Mal getroffen und mein Kumpel Alistair, der hat damals gemeint, ach, mein Gott, ich erinnere mich, als ich dich kennengelernt habe, hast du kaum Englisch gesprochen und jetzt guck an, wie dir das von der Zunge rollt. Das war ein sehr großes Kompliment, das ich sehr ins Herz gefasst habe und das nie vergessen werde. So, ich habe dann in dieser Firma für 1,5 Jahre gearbeitet und haben uns dann alle mehr oder weniger rausgeschmissen, aber die haben uns halt rausgeschmissen mit Geld. Ich habe dann eine ähnliche Arbeit gesucht und wurde dann bei einer digitalen Medienagentur angestellt. Mit diesem Job, den ich für diese Website gemacht habe, habe ich was komplett Neues gelernt, was in Englisch heißt Paid Search. Wenn du in Google für Schuhe suchst, dann kommen ja immer am Anfang diese Textanzeigen. Und den Job habe ich dann dort gelernt bei dieser Webseite. Und dann, als wir sozusagen rausgeschmissen haben, habe ich einen ähnlichen Job gesucht und wurde bei dieser Mediaagentur angestellt. Und da war ein Typ und der hat mir das so gut beigebracht. Absolut klasse. Ich habe immer noch auf Deutsch gearbeitet, aber in einem englischen, auf Englisch heißt das Environment, in einem englischen Büro und musste mich jeden Tag auf Englisch unterhalten, aber mein Kunde war deutsch und ich hatte diese Textanzeigen auf Deutsch geschrieben. Das Ding war, es war sehr stressig. Die Mediaagenturen sind sehr stressig, besonders wenn du in einem unteren Level arbeitest. Mittlerweile bin ich damals auch mit meinem Freund zusammengezogen, mit dem Schweden und habe in Croydon gewohnt. Meine erste Wohnung war in Stratford, das ist, wo der Olympische Park ist. Dann bin ich nach Croydon gezogen. Nach 9 Monaten in der Medienagentur hatte eine Freundin mich angeschrieben, auch eine Deutsche, und hat gemeint, verlasse meinen momentanen Job, möchtest du den haben, sozusagen. Und dann habe ich mich da beworben und das war für eine Firma, die heißt Hostelbookes. Die gibt es vielleicht noch. Hostelworld hat die damals aufgekauft und dann habe ich 2 Jahre für Hostelbookes / Hostelworld gearbeitet, auch in demselben Feld.
So, und ich hatte dann auch mit meinem Freund Schluss gemacht. Nein, ich bin dann nach Putney gezogen. Putney ist ein reicher Stadtteil. Ich habe mich sehr sicher dort gefühlt. Es ist so ein großer Unterschied, wenn du von Croydon nach Putney zum Beispiel ziehst. Ich habe dann da meine beste Freundin kennengelernt. Wir haben dann zusammen gewohnt in einem Haus und das war die beste Zeit, die ich in London hatte, mit meiner besten Freundin damals für ein ganzes Jahr. Meine Freundin ist dann zurück nach Spanien gezogen. Also sie ist von Irland, aber sie wollte ihren Master in Spanien, in Barcelona machen und deswegen ist sie zurück nach Spanien gezogen und ich bin dann innerhalb Putneys umgezogen und hatte immer noch meine Arbeit gemacht bei Hostelbookers. Was interessant ist, London ist ein bisschen depressiv, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich meine, das Wetter ist nicht so schlimm, wie Leute sagen. Also wir hatten gute Tage, es regnet nicht so oft, aber London kann sehr depressiv sein, weil du lernst viele Leute kennen, aber viele Leute sind auf der Durchreise in London. Die kommen nach London, um Englisch zu lernen, um einen neuen Job zu lernen, aber dann nach ein paar Jahren ziehen sie weg. Fast alle meine Freunde, die ich in London habe oder hatte, sind mittlerweile woanders hingezogen, nach Portugal, nach Amerika, in die Niederlande. Leute sind alle umgezogen, weggezogen und es ist sehr depressiv, wenn du Freunde kennenlernst und lieben lernst und dann ziehen sie weg und dann fühlst du dich sehr alleine dort. Für mich war das sehr depressiv damals. Da habe ich gedacht, ist genug jetzt, ich muss was Neues finden und damals wollte ich eigentlich nach Kanada auswandern, hatte mich für ein kanadisches Working Holiday Visa beworben, das ich auch dann bekommen habe. Es war für ein Jahr. Aber wie das Universum wollte, im Endeffekt bin ich nach Australien gezogen. Mittlerweile lebe ich seit fast 5 Jahren in Australien. Es sind 3 Monate noch und dann sind es 5 Jahre in Australien. Ich kann es kaum glauben. Aber es war die beste Entscheidung, die ich je machen konnte, auszuwandern und dann nach Australien zu gehen. Also mit Australien, da habe ich ein anderes Video, das werde ich euch hier verlinken, weil mit Australien brauchst du ein Visum und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich noch ein paar Sachen anmerken. Damals, als ich von Deutschland nach England gezogen bin, bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe gefragt, wie schaut's aus? Weil man sieht in meinem Fernsehen die Leute, die nach Spanien auswandern aber arbeitslos sind und ein Arbeitslosengeld bekommen. Und es gibt einen Antrag, frag mich nicht, wie der heißt, 301 oder 302, so wie Passierschein A38. Es gibt eine Form, die du ausfüllen kannst, um Arbeitslosengeld in England zu erhalten. Es ist ein bisschen kompliziert. So, du musst diese Form ausfüllen. Du musst deinen Tag angeben, an dem du ausreist von Deutschland. Du musst in England ein sogenanntes Jobcenter finden. Das ist wie das Arbeitsamt in Deutschland. Und du musst dich dort anmelden. Du gehst dahin. Ich erinnere mich nicht mehr richtig, ob ich da noch eine Form hatte oder sowas. Ich bin halt zu diesem Jobcenter gegangen und habe gesagt, hallo, ich möchte mich anmelden, aber ihr müsst mir kein Geld bezahlen, weil das deutsche Arbeitsamt wird das übernehmen. Und dann hat das englische Arbeitsamt dem deutschen Arbeitsamt gesagt, sie ist angekommen, sie hat sich angemeldet, ihr könnt ihr Geld bezahlen. Das deutsche Arbeitsamt zahlt dir insgesamt 6 Monate, aber die zahlen dir erst die ersten 3. Und dann, wenn du noch 3 Monate brauchst, musst du dich nochmal anmelden oder Bescheid geben, dass du eine Verlängerung brauchst. Das hat mir sehr gut geholfen, weil ich bin nach England gezogen und habe immer noch Geld bekommen vom Arbeitsamt in Deutschland, weil ich arbeitslos war. Und der Pappjob hat natürlich nicht genug bezahlt, um über die Runden zu kommen, sozusagen. Und dann, als ich dann ins Office gezogen oder als ich dann für diese Webseite gearbeitet habe, habe ich dann natürlich aufgehört, Arbeitslosengeld zu beantragen. Ich habe damals die Verlängerung nicht beantragt, weil ich die einfach nicht gebraucht hatte. Was noch? Ach so, ja, mit dem Brexit. Jetzt, wenn du bis zum 31.12.2020 rüberziehst, brauchst du weniger nichts machen. Du musst einfach nur ein Settled Status beantragen, dass du dort bleiben kannst nach dem 31.12.2020. Aber ich werde euch eine Webseite unten verlinken, wo ihr alles nachlesen könnt. Das ist meine Geschichte vom Auswandern. Sehr arbeitslastig, aber Arbeit ist halt, was wir alle machen müssen. Wir müssen gar nichts, aber wir müssen uns halt einen Lebensunterhalt verdienen.
Ja, lass mich wissen, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwelche Anmerkungen hast. Ansonsten gib mir einen Daumen hoch und abonniere mich, weil ich werde mehr Videos zum Auswandern drehen. Danke. Tschüss.